Wir freuen uns auf den Herrn Harter. Da ist er. Lieber Jürgen, schön, dass du da bist. Das Thema war Biotech eben in Biotechnologie in dem Vortrag von Bellevue. Nun kommt ja, eure Antwort von Medical Strategy, wie ihr das Thema in eurem Portfolio umsetzt. Wir freuen uns auf den Vortrag. Danke. Ja, vielen Dank, Tino, für die freundliche Einführung. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wenn man als Letzter dran ist, hat man natürlich immer so ein bisschen das Pech, dass Dinge im Vorfeld vielleicht schon gesagt wurden. Ich mache das dann so, dass ich, wenn ich eine ähnliche Folie habe, die dann einfach überspringen werde. Also wundern Sie sich nicht, wenn wir über das eine oder andere, wenn ich hinweggehe. Ja, der Medical Biohealth, um den es hier heute gehen soll, hat seinen Schwerpunkt auch in der Biotechnologie. Deswegen werden Sie hier jetzt einige ergänzende Informationen von mir noch bekommen. Für Sie vielleicht ganz interessant ist, ja, den Fonds gibt es seit 22 Jahren. Also da war erst kürzlich eine Publikation, da ist er unter den Dinosaurierfonds mit aufgetaucht, also Fonds, die seit 20 Jahren im Markt sind. Und da war er von der Performance tatsächlich auf Platz 7 im Vergleich jetzt zu anderen, die auch schon 20 Jahre im Markt sind. Also wir haben einen langen Track Record, wir haben viel Erfahrung im Management von Biotechnologieunternehmen und anderen innovativen Therapieentwicklern. Steigen wir ein in das Thema. Ich werde in meinen Ausführungen den Schwerpunkt darin setzen, dass ich auf die aktuelle Marktsituation eingehe. Der Herr Dr. Lach hat ja schon angedeutet oder gesagt, wie unterbewertet das Segment momentan ist. Und ich möchte Ihnen da einfach ein bisschen mehr Hintergrundinformationen geben. Wie kam es dazu, ja? Und woran können Sie das auch nochmal gut erkennen? Hier in dieser Folie will ich Ihnen einfach mal zeigen, was denn letztendlich die Kurse von Biotech-Unternehmen oder von Therapieentwicklern, wenn wir es ein bisschen breiter mal fächern wollen, beeinflusst. Und letztendlich haben wir da mal versucht, das in so einer Waage darzustellen. Da haben wir auf der rechten Seite die externen Ereignisse, die auf die Kurse natürlich Einfluss nehmen. Das brauche ich fast nicht näher ausführen. Wir sind gerade mittendrin in einem extremen Marktumfeld, geprägt durch Zins- und Inflationssorgen, natürlich auch durch den Krieg in der Ukraine, extreme Verwerfungen im Energiemarkt, die dann letztendlich zu Konjunktur- und Rezessionssorgen führen. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich die unternehmensspezifischen Einflussfaktoren, die letztendlich die Kurse bewegen. Und das sind Dinge, die zum Beispiel Ergebnisse aus klinischen Prüfungen ausmachen, Zulassungen von Produkten, wenn dann das Produkt im Markt ist, die entsprechende Verfolgung von Umsatzentwicklungen, aber auch Themen wie zum Beispiel M&A. Da werde ich später noch ein bisschen was dazu sagen. Dann, das ist schon mal kurz angeklungen, das Thema Patentabläufe bei den großen Big Pharmas wird natürlich einen erheblichen Einfluss haben in der Zukunft auf die Umsatz- und Gewinnentwicklung von großkapitalisierten Big Pharmas. Also darum geht es heute im Wesentlichen. Wie gesagt, diese Waage, die ist natürlich nicht im Einklang. Es gibt immer wieder mal diese makroökonomischen Themen, die überdurchschnittlich große beeinflussen. Und dann gibt es aber wieder auf der linken Seite Dinge, die in den Vordergrund rücken. Aber eins muss man ganz klar sagen, ohne jetzt groß vorweggreifen zu wollen. Momentan ist es so, dass die unternehmensspezifischen Faktoren kaum eine Wahrnehmung haben bei Investoren. Also sie sind so geprägt durch diese makroökonomischen Themen, dass man nicht mehr genau drauf schaut, was passiert denn in den Firmen eigentlich, ja? Und das ist, sagen wir mal, ein bisschen unser Vorteil, weil wenn Sie wissenschaftsorientiert an diese Themen herangehen, dann sehen Sie, dass manche Titel einfach extrem zu niedrig bewertet sind, weil man eben die linke Seite ignoriert hat. Ja. Und das wird aber nicht so bleiben, weil letztendlich treiben die Kurse von Therapieentwicklern Fortschritte in der Pipeline. Schauen wir uns das Ganze ein bisschen genauer an.
Um was geht es denn? Es gibt 4 Kernbereiche. Da sind einige Details ja auch schon von meinem Vorgänger bezeichnet worden. Ganz klar im Vordergrund steht der Bereich der Onkologie. Wir haben dort einfach einen extremen Wissenszuwachs, was die Entstehungsursachen von Krebserkrankungen angeht. Ein paar Beispiele sind ja schon genannt worden. Oftmals ist es die Oberflächenstruktur von Krebszellen, die hier eine wichtige Rolle spielen, dass man dort zielgerichtete Therapien entwickeln kann und dann nicht unselektiv versucht, den Krebs zu bekämpfen. Ein zweiter wichtiger Bereich, der, muss man sagen, auch in den letzten Jahren deutlich an Aufmerksamkeit gewonnen hat, ist das Segment der seltenen Erkrankungen. Autoimmunerkrankungen spielen auch eine große Rolle, nehmen mehr Raum ein. Und dann haben wir das breite Feld der Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Das hat Herr Dr. Lach auch in den Mittelpunkt gestellt. Da gehört natürlich auch Erkrankungen des Gehirns dazu, wie jetzt mit Alzheimer, wo man wirklich gute Nachrichten bekommen hat. Wir werden da auch ein Webinar dazu machen zu dem Thema, wo wir uns einfach die Daten jetzt auch in Ruhe nochmal anschauen, die in den nächsten Wochen dazu veröffentlicht werden. Gehen wir in den Bereich Onkologie ein bisschen hinein. Ich hatte es schon gesagt, dieses Segment wächst überdurchschnittlich. Wir haben normalerweise im Bereich der Arzneimittel Wachstumsraten, die bei 5-6% liegen. Aber hier im Sektor der Onkologie sind die Steigerungen eigentlich bei 12-13%. Warum ist das so? Naja, im Endeffekt ist es ganz einfach. Wir haben eine erhöhte Nachfrage nach Krebsmedikamenten, was auch mit der demografischen Entwicklung zusammenhängt. Ja, die Menschen werden natürlich älter und sie sind dann nicht gesund, wenn sie älter werden, sondern sie bekommen dann einfach typischerweise im höheren Maße Krebserkrankungen. Und das trifft auf ein extrem innovatives Umfeld, wo wir einfach viel mehr Therapien jetzt zur Verfügung haben. Und das begünstigt natürlich diese Entwicklung stark. Von daher macht es viel Sinn, in diesem Bereich den Schwerpunkt zu setzen. Etwas genauer betrachtet, einfach mal die Pipeline. Das ist ja so, dass wir verschiedene klinische Prüfungsphasen durchlaufen. Und von daher ist es ganz interessant, einfach mal zu schauen, was hat sich denn verändert. In Blau ist praktisch der Zeitraum 2011 bis 2016, also in hellblau, Entschuldigung, und in dunkelblau der Zeitraum 2016 bis 2021 abgebildet. Wie hat sich praktisch die Anzahl der Substanzen in den Pipelines verändert? Und da sieht man schon, dass sich der Bereich der Onkologie ja eigentlich vervierfacht hat gegenüber dem Vorzeitraum, der genannt wurde. Ist aber auch in anderen Indikationsfeldern so. Also hier hat man Gastroprodukte, also Erkrankungen des Magen-Darm, dann die neurologischen Infektionen. Also es ist im Prinzip quer durch die verschiedensten Gebiete so, dass wir einen extremen Entwicklungsschub gesehen haben in den letzten 5 Jahren. Ja. Hier unten für Sie vielleicht ganz interessant, der Bereich der Impfstoffe. Das war eigentlich rückläufig, ja, im Zeitraum 2011 bis 16, hat aber natürlich jetzt durch Corona eine erhöhte Aufmerksamkeit erfahren und wird sicherlich auch in Zukunft eine stärkere Rolle spielen. Jetzt habe ich schon kurz angedeutet, der Bereich der seltenen Erkrankungen ist ein wichtiges Feld. Dieser Sektor wächst auch überdurchschnittlich. Sie sehen es hier rechts mal abgebildet, 12%. Auch hier ähnliche Grundvoraussetzungen. Man weiß mehr über die molekularen Entstehungsursachen dieser Erkrankungen. Warum ist man nicht in der Lage, ein bestimmtes Protein zu bilden? Und wie kann man dieses Thema angehen? Das ist insofern spannend, weil es ein riesiges Feld ist. Es gibt 7.000 Erkrankungen. Sie können gerade mal 5% therapieren. Das heißt also, wir haben bei den meisten überhaupt keine Lösungsansätze. So gesehen ist jedes Produkt eigentlich first in class, also das erste, das in den Markt kommen kann. Wir haben es häufig mit genetischen Erkrankungen zu tun. Das bedeutet, dass diese Erkrankung vererbt wird. Deswegen sind auch zum Großteil, also
ungefähr 50% Kinder betroffen, die letztendlich natürlich noch ihr ganzes Leben vor sich haben. Und von daher sind gerade die Therapien in diesem Bereich besonders sinnvoll, wenn sie dann dazu führen, dass zum Beispiel ein schwerer Verlauf einer Erkrankung verhindert werden kann. Denn leider sterben circa 30% der Kinder vor Erreichen des 5. Lebensjahres. Also es ist ein wichtiger und stark wachsender Bereich, wo wir Gott sei Dank auch extreme Fortschritte gemacht haben, was die Entwicklung von Therapien angeht. Fächern wir das Ganze noch ein bisschen auf, um Ihnen einfach auch mal zeigen zu können, was ist passiert in den letzten 10 Jahren. Da hat sich eigentlich die Anzahl der Substanzen in den Entwicklungsphasen, man kann sagen, verdoppelt. Ja. Also dieser Innovationsschub, der war einfach gewaltig und ist letztendlich zum Teil in den Kursen gut auch abgebildet worden, aber gerade in diesem Jahr eben nicht. Ja. Und das ist einfach dieses Widersinnige, wenn Sie an die Waage zurückdenken, einerseits gute Ergebnisse, andererseits trotzdem rückläufige Kurse, was nicht mit den Firmen ja zu tun hat, sondern was einfach der Gesamtmarkt uns als Hypothek momentan obendrauf legt. Ja. Warum sind Mid- und Small Caps so interessant? Naja, weil sie den Schwerpunkt der verschiedenen Therapien in der Entwicklung haben. Diese Grafik hier zeigt Ihnen die Veränderung von 2001. Hier, da war der Anteil der Mid- und Small Caps, was die Therapieentwicklung angeht, noch bei circa 50% angesiedelt. Der Rest kam dann von Large Caps und ein bisschen was hier unten aus dem Bereich ja, der öffentlichen Hand, also in der Regel aus Universitäten heraus. Und das hat sich dramatisch verändert. Sehen Sie hier, wir gehen in Richtung 70%. Das heißt, der Anteil der Large Caps an der Pipeline ist deutlich kleiner geworden. Also kleine Firmen sind einfach, weil sie sich konzentrieren können auf einen bestimmten Bereich und nicht, ich sage mal, den ganzen Sektor der verschiedensten Segmente abbilden müssen, sind sie deutlich forschungseffizienter und besser, was die Therapieentwicklung angeht. Hier haben Sie von mir mal eine Übersicht, wie funktioniert denn so eine Arzneimittelentwicklung eigentlich? Also das ist mehr oder weniger der Lebenszyklus eines Arzneimittels. Das beginnt in der Grundlagenforschung. Hier geht es darum, therapeutische Angriffspunkte zu identifizieren. Sie gehen dann in die Zellkultur und ins Tiermodell und kommen dann in die für uns eigentlich interessante Phase, nämlich die klinischen Prüfungsphasen. Und auch hier muss man ganz klar sagen, ist die Phase 1 noch relativ uninteressant. Spannend wird es ja erst in der klinischen Prüfungsphase 2, wenn zum ersten Mal Patienten mit Therapien in Verbindung gebracht werden, in Kontakt kommen und dann erste Wirksamkeitsdaten vorliegen. Wir wissen, dass einfach das Thema der Therapieentwicklung ein riskantes Geschäft auch ist. Phase 1 scheitern 92% aller Substanzen. Von daher ist es wichtig, möglichst spät zu investieren und vor allem das entsprechende Know-how auch zu haben, um die Erfolgswahrscheinlichkeiten gut beurteilen zu können. Dann kommt die Einreichung, das Zulassungsverfahren, die Markteinführung, wenn alles gut läuft und letztendlich dann in einem bestimmten Zeitraum auch die Spitzenumsätze, die dann erreicht werden. Hier links das Thema ist der Patentablauf. Das ist, wenn Sie so wollen, dann der Niedergang des Produktes. Also wenn Sie dann langfristig gutes Geld verdient haben mit Ihrer Therapie, kommt aber irgendwann mal auch der Punkt, wo Sie das Patent dann verlieren und dann letztendlich auch einen Großteil des Umsatzes abgeben müssen. Jetzt kommen wir zum Thema Unterbewertung. Das ist von Herrn Dr. Lach auch schon mal angedeutet worden. Ich möchte Ihnen da mal 2 Dinge an die Hand geben, dass Sie es ein bisschen besser greifen können. Weil wir haben ja gerade die Situation, dass insbesondere nicht profitable Firmen bei steigenden Zinsen überdurchschnittlich abgestraft wurden. Und das hat schon interessante Blüten getrieben, das muss man deutlich sagen. Ich habe Ihnen hier mal eine Übersicht mitgebracht, wie viele Biotech-Unternehmen notieren derzeit
unter ihren Cash-Niveaus. Also anders ausgedrückt, das Bankguthaben ist höher als die Bewertung, die Marktkapitalisierung des Unternehmens. Das kennen wir schon aus früheren Krisen. Solche Situationen gibt es immer wieder mal. Auch 2008 in der Finanzkrise waren es ja makroökonomischen Themen, die dann letztendlich die Biotech-Firmen auch mit nach unten gezogen haben. Und da hatten wir eine Quote, die ungefähr so bei 10, 11% der Firmen stand, die zu Cash notieren. Aber aktuell sind das 34% der Firmen in den USA. In anderen Ländern ist der Anteil sogar noch höher. Und das muss man ganz klar sagen, das ist abstrus, ja. Also, und zeigt Ihnen einfach auch, wie stark momentan die Übertreibung nach unten in diesem Segment der Biotech-Firmen, insbesondere der noch nicht profitablen Biotech-Firmen, momentan steht. Ja. Man muss dazu sagen, Cash allein ist nie ein Kaufkriterium. Ja. Nicht, dass Sie das falsch aufnehmen. Es ist nur für Sie einfach mal ein Gradmesser, dass Sie ein bisschen ein Gefühl kriegen, wo wir hier stehen. Jetzt kommen wir zur wichtigsten Folie dieser Präsentation. Die ist ein bisschen textlastig, die muss ich erklären, aber ich hoffe, es gelingt mir. Denn es ist immer diese Herausforderung, wie kann ich Ihnen zeigen, eben bei nicht profitablen Firmen, wie unterbewertet diese Unternehmen momentan sind. Ja. Wir sind dann mal hergegangen, haben 6 Firmen aus dem Portfolio rausgenommen. Das haben wir übrigens im März schon gemacht diesen Jahres und gucken uns einfach mal das Ganze an. Wir haben hier eine Spalte, potenzielle Umsätze. Das heißt also, wenn das Unternehmen die Spitzenumsätze erreicht hat, wie viel kann man pro Jahr mit dieser Therapie erzielen? Ja, nehmen wir das einfach mal mit der Albireo hier. Die haben eine Therapie bei einer seltenen Lebererkrankung bei Kindern entwickelt. Das ist letztes Jahr zugelassen worden. Die werden ein bisschen brauchen, das ist normal, bis man diese Spitzenumsätze erreicht hat, so 12, 18 Monate, manchmal auch 24 Monate. Aber sie werden es über die Strecke dann auch erreichen. Und schauen Sie mal, die Firma notiert gerade mal bei 400 Millionen Marktkapitalisierung. Das ist eine Kurs-Umsatz-Verhältnis, Multiple, das viel zu niedrig ist. Überwiegend wird man das Dreifache eigentlich ansetzen können, manchmal sogar etwas mehr. Ja. Und jetzt gucken wir mal bei den Firmen, wo ich da diesen Kasten drum gemacht habe. Da ist die Marktkapitalisierung hier nochmal zum Juli angegeben. Die Firma Myovant hat ein interessantes Produkt zur Behandlung von Prostatakrebs in den Markt gebracht. Und auch hier sieht man ein Umsatzpotenzial, das recht hoch ist, 1,5 bis 2 Milliarden. Und die Firma war mit 1 Milliarde, 1,2 Milliarden viel zu niedrig bewertet, ja, im Juli. Dann ist ein Übernahmeangebot gekommen von Sumitomo oder eine Tochtergesellschaft eines japanischen Pharmaunternehmens. Und gucken Sie mal, was die geboten haben, 2,9 Milliarden. Ja. Und zuerst waren es 2,5 Milliarden. Man hat dann nochmal nachlegen müssen, weil der Preis nicht akzeptabel war für Myovant. Und da sehen Sie, wie sich das Missverhältnis, das vorher einfach zu ausgeprägt war, dann wieder normalisiert hat. Also man hat dann einen deutlichen Großaufschlag letztendlich bezahlt. Und ja, das sind ja auch Profis, die letztendlich kaufen. Und das Missverhältnis zwischen Wert und Bewertung an den Märkten ist einfach zu deutlich gewesen. Ähnlich bei 2 anderen Übernahmen. Einmal Pfizer hat Global Blood gekauft, auch mit einem deutlichen Kursaufschlag. Hier auch wieder sehen Sie eigentlich ein sehr günstiges Kurs-Umsatz-Verhältnis in Relation und das gleiche auch für Aerie Pharma hier. Also das ist der Punkt, auf den ich Sie hinweisen will. Ja, die Unterbewertungen haben sich gelöst durch die hohen Kaufpreise, die dann bezahlt worden sind bei Übernahme. Aber bei den anderen Firmen sind sie ja unten geblieben. Ja, und das ist einfach dieses Thema, wenn Sie mehr oder weniger das Produktpotenzial ignorieren, wie das derzeit der Fall ist im Markt, dann kriegen Sie ja einfach extreme Opportunitäten angeboten. Ja, und die lösen sich dann halt auch an so Tagen wie gestern auf, wenn praktisch diese Zinsseite ein bisschen Entspannung bekommt, dann merkt man, oh Wahnsinn, man ist ja eigentlich viel zu tief bewertet in diesen zum Beispiel auch Biotech-Firmen und dann gibt es größere Ausschläge nach oben. Ja. Also
das ist eigentlich, ich will das Fazit nicht vorwegnehmen, das Thema. Es sind extreme Opportunitäten im Markt, die kann man nutzen, die sollte man auch nutzen, wenn man eben einen etwas längerfristigen Blick auf diese Biotech-Therapien hat. Ja. Noch das Thema Patentabläufe ist auch schon angeklungen, deswegen werde ich es nicht zu weit auswälzen hier. Wir sehen extreme Verwerfungen in den nächsten Jahren. Hier in Rot ist abgebildet, das sind die Jahresumsätze, die patentfrei werden in den jeweiligen Jahren hier. Das ist von der Skalierung ein bisschen doof, aber hier zum Beispiel ist 2023 und hier 27 bis 29. Sehen Sie, geht nach oben bis zu 60 Milliarden Jahresumsatz, der einfach gefährdet ist durch generische Produkte dann. Und die Lösung ist im Prinzip relativ einfach. Man muss die Lücken schließen, indem man Produkte einkauft, Firmen einkauft, die innovative Produkte haben. Man kann natürlich auch die eigenen Forschungsausgaben erhöhen, aber das nützt einem kurzfristig natürlich nicht so viel. Ja. Das haben Sie in ähnlicher Form bei meinem Vorredner schon gesehen. Ein Sturm steht an. Also es gibt hier tatsächlich Firmen, die in den nächsten Jahren 46% bei AbbVie, bei Pfizer 45% vom Jahresumsatz gefährdet sehen. Ja, Bristol Myers sicher am stärksten, 71, oder auch die amerikanische Merck mit 70%. Und da müssen sie was tun. Ja. Also es gibt viele, die sagen, die wichtigste Abteilung im Big Pharma Sektor ist nicht mehr die Forschungsabteilung, sondern das Business Development. Also wie kauft man intelligent zu, um diese Lücken schließen zu können? Und das sind gewaltige Lücken, ja, die uns in den nächsten Jahren, die auf uns, auf Big Pharma zukommen. Das Problem kann man lösen. Das ist jetzt nicht so, dass es jetzt unweigerlich zu entsprechenden Umsatz- und Gewinnrückgängen führen muss. Man hat genügend Kapital zur Verfügung. Sie sehen hier auf der linken Skala die Cash-Positionen im Big Pharma-Bereich. Also man hat hier bei Pfizer zum Beispiel über 30 Milliarden, Johnson Johnson, Novartis und so weiter. Also viel Geld hilft viel, das ist auch hier so. Man hat extrem dicke Polster und kann letztendlich durch Zukäufe das Thema angehen. Wo wird man seinen Schwerpunkt setzen? Wir denken, das wird auch wieder die Onkologie sein. So wie es auch in den letzten 10 Jahren der Fall war, hat man sich schwerpunktmäßig bei Zukäufen eigentlich Firmen bedient, die onkologische Therapien in der Entwicklung hatten. Etwas genauer können wir uns das hier mal anschauen. Aus dem Fonds habe ich Ihnen eine Übersicht mitgebracht. Wann sind also 2020, 21 und 22 sind viele Übernahmen bei uns im Portfolio gewesen. Dieses Jahr aber mit 11 Übernahmen, die letzte jetzt vor 4 Wochen nicht ganz, mit der Oyster Point. Ja, ist ein historischer Rekord eigentlich im Fonds auch. Und das ist eine interessante Renditequelle für uns. Sie sehen hier die Prämien, die bezahlt wurden, also die Aufschläge gegenüber den Kursen des Vortages, teilweise ja über 100%, so im Schnitt um die 70 ungefähr. Und hier die Gewichtungen jeweils. Also es ist einfach klar, ich hatte es schon gesagt, der Wert und Bewertung von Firmen klafft dramatisch auseinander und es wird sichtbar eben durch die Prämien, die bezahlt werden müssen, um diese Firmen kaufen zu können. Ja. Und am Ende des Tages erwarten wir eine Fortsetzung dieser Entwicklung, weil, wie gesagt, durch die Patentabläufe müssen sie eigentlich ihre Pipelines auffüllen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, deswegen kann ich Ihnen zumindest auch mal ein Beispiel mitbringen, ist jetzt mal nicht Onkologie. Das ist in der Schmerztherapie ein sehr interessantes Unternehmen, die Firma Biohaven. Sie wurde ja von Pfizer dieses Jahr gekauft. Wir haben die Firma vor ein paar Jahren schon ins Portfolio hineingenommen, weil wir gesehen haben, dass sie eine sehr interessante Lücke schließen können. Ja, Nurtec heißt die Therapie. Sie ist im Mai 21 in den Markt gekommen. Sie kommt bei Migräne zum Einsatz und zwar in einem Bereich von Betroffenen,
die bislang keine Lösung hatten. Ja, ca. 20-30% der Migränepatienten können nicht mit der Standardmedikation therapiert werden. Das sind Triptane, die wirken aber nicht. Ja, das heißt also, man konnte letztendlich das nur erleiden, wenn man in diese Gruppe hineinfällt. Und das ist keine kleine Gruppe. Das sind ca. 1 Milliarde Patientinnen, die betroffen sind. Insofern war uns früh klar, das ist ein spannendes Feld. Wir haben die Firma durch die klinischen Prüfungen begleitet und letztendlich bei Zulassung hat man auch gesehen, dass die Verordnungen eigentlich ganz gut nach oben gekommen sind. Vorteil hier auch noch ist, dass man es in der Prophylaxe auch einsetzen kann. Das heißt also, Sie können es einfach im Vorfeld auch schon nehmen, bevor Sie einen Migräneschub dann auch bekommen. Spannend hierbei ist, dass Biohaven dann trotz, wie gesagt, guter Verordnungszahlen auch über die Gesamtmarktschwäche im ersten Quartal nach unten gekommen ist. Also das ist auch wieder so ein Widersinn, wo Sie sagen, na ja, man ignoriert das, was in den Firmen passiert, hat nur die makroökonomische Seite gesehen, Zinssteigerungen, muss nach unten gehen, bla bla, das Übliche. Und dann ist ein paar Wochen später eigentlich durch die Übernahme der Schub dann nach oben gekommen. Also das ist etwas, was wir auch mit einem gewissen, ich will nicht sagen Kopfschütteln, aber zur Kenntnis nehmen, wenn Firmen Zulassungen haben, werden sie nicht adäquat bepreist. Ja? Also die Reaktion des Marktes ist einfach schlicht und ergreifend nicht so, wie wenn sie wäre, wenn wir nicht diese makroökonomischen Verwerfungen hätten. Ja. Zum Abschluss für Sie nochmal, wie machen wir das in der Vorgehensweise der Identifizierung unserer Unternehmen? Ein Investmentprozess, der seit 25 Jahren unverändert ist. Es gibt auch keinen Grund, den zu ändern. Wir sind sehr akribisch in der Analyse von Unternehmen. Wir machen das durch eigenes Research. Denn Mid- und Small Caps haben sie kaum mehr Abdeckung, ja, also im Small Cap Bereich eigentlich gar nicht. Das heißt also, Sie müssen sich die Unterlagen selbst zusammenstellen. Wie geht das? Über die SEC Reportings bekommen Sie ja alle Informationen, die Sie benötigen. Sie müssen nur die wichtigsten halt herausfiltern. Das ist ein durchaus aufwendiger Prozess. Da gibt es auch einen Dienstleister, der uns das Leben da ein bisschen leichter macht, so dass wir relativ genau wissen, auf was wir achten müssen und das herausfiltern. Es gibt dann auch noch ein paar spezialisierte Broker, die wir noch mit einschalten, wo wir noch Informationen beziehen. Und es läuft dann alles in eine Datenbank bei uns hinein, wie gesagt, seit 25 Jahren schon. 900 Firmen haben wir dort integriert und letztendlich sind es alle diese wichtigen Themen, Entwicklungsstand der Pipeline, Patentsituation, Konkurrenzsituation, die wir dort erfassen und ist die Grundlage unserer Analyse. Nachhaltigkeit auch bei uns ein Thema. Wir arbeiten hier mit Sustainalytics zusammen. Der Fonds ist Artikel 8. Die Änderung auf Artikel 8 Plus ist gerade erfolgt. Gestern haben wir vom CSSF die entsprechende Genehmigung bekommen, so dass wir da auch zukünftig entsprechend gerüstet sind, was die neuen Verordnungen angeht. Ja, so kommen wir dann auf ein recht breites Portfolio zwischen 100 bis 150 Firmen, kommen bei uns in den Fonds hinein. Etwas genauer für Sie zum Abschluss dann, oder wir sind ein bisschen auf der Zielgeraden, was sind die wesentlichen Investitions- oder Selektionskriterien? Naja, ganz klar, an erster Stelle steht der Innovationsgrad. Bei uns hat eine Firma nur dann eine Chance, wenn sie mit ihrer Therapie neue Standards definieren kann. Was heißt das? Naja, es muss best in class sein. Es muss einer bisherigen Therapie deutlich überlegen sein. Wie definiert man das? Naja, bei schwerwiegenden Erkrankungen ist es die Verlängerung der Lebenszeit. Auch die Qualität der Verlängerung der Lebenszeit spielt eine Rolle. Und bei also Therapien, wo es bisher noch gar keine Behandlungsmethode gegeben hat, ist es natürlich dann first in class. Es ist die erste überhaupt. Ja. Da haben Sie dann natürlich ein entsprechendes Alleinstellungsmerkmal. Das ist der wichtigste und Punkt bei der Identifizierung von entsprechenden Investments. Das zweite ist der Entwicklungsstand. Ich hatte Ihnen ja schon gesagt,
dass wir eigentlich erst ab klinischer Prüfungsphase 2, wenn die abgeschlossen ist, valide Daten hinsichtlich der Wirksamkeit haben. Deswegen ist das der früheste Moment eigentlich, wo sich Firmen für uns für das Portfolio qualifizieren können. Man spricht da auch vom Proof of Concept, also die Wirksamkeitsdaten müssen valide sein. Dritter Punkt, Management und Finanzierung. Ab einem bestimmten Punkt möchten wir mit dem Management in einem Austausch sein. Das ist auch in der Zwischenzeit natürlich kein Problem mehr. Wir sind relativ bekannt. Wir managen ja insgesamt 1,2 Milliarden, eben schwerpunktmäßig auch im Mid- und Small-Cap-Bereich, so dass wir frühzeitig auch den Kontakt dann aufnehmen. Die Gespräche sind in der Zwischenzeit natürlich kein Problem mehr. Sie machen das ja alles online. Früher war es ein bisschen umständlicher, da ist es über die Investmentkonferenzen gelaufen, aber jetzt geht das eigentlich so ganz gut. Finanzierung. Ich hatte Ihnen vorhin mal eine Folie auch gezeigt, wie interessant die Cash-Ausstattung von vielen Unternehmen ist. Es ist kein Kriterium, das alleinig für uns entscheidet, ob man Firmen aufnimmt, aber es ist ein wichtiger Punkt. Es nützt Ihnen ja nichts, wenn Sie eine sehr interessante Therapie haben, aber am Ende des Tages können Sie, das ist es nicht ausfinanziert, können Sie also die Mittel nicht bereitstellen, um das in die nächste Stufe zu bringen. Deswegen muss die Firma entsprechendes Cash vorweisen können, um letztendlich den nächsten Datenpunkt erreichen zu können. Hier vielleicht nochmal ein kleiner Hinweis, weil das Thema Zinsen ja so im Fokus steht. Die Biotech-Firmen finanzieren sich über Eigenkapital, also weitestgehend, muss man sagen. Das kommt aus der Historie natürlich. Die Gründung ist über Private Equity. Da wird Eigenkapital zur Verfügung gestellt. Dann kommt das IPO und dann kommen jeweils Kapitalerhöhungen. Das heißt also, es spielt eigentlich jetzt keine Rolle, da verteuern sich die Kosten jetzt nicht, wenn die Zinsen nach oben gehen, und es hat schon gar keinen Einfluss dann letztendlich über den Fortschritt in der Pipeline. Ja, trotzdem ist klar, der Zins wird, weil abdiskontiert wird von vielen, theoretisch immer ein wichtiger Punkt sein, aber die Zinsseite wird auch dramatisch überinterpretiert jetzt, gerade was nicht profitable Biotech-Firmen angeht. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen der Unterschied zum Tech-Bereich. Wir haben hier einfach lebensnotwendige Therapien, die entwickelt werden. Ja, und so manches Geschäftsmodell im Tech-Bereich ist doch ein bisschen fraglich geworden, sieht man ja jetzt auch in den letzten Monaten. Es gab in vielen Bereichen jetzt auch ja, Personalentlassungen und Kostenreduktionen. Also da fehlt uns auch ein bisschen die selektive Betrachtung des Marktes. Ja, also warum sollte denn ein Biotech-Unternehmen, das nicht profitabel ist, da abgestraft werden, wenn sie ihre Therapien weiterhin erfolgreich weiterverfolgen? Also klares Thema. Wir haben im Markt einfach unterschiedliche Marktteilnehmer. Die einen verfolgen eher, ich sage mal, diese Finanzparameter und makroökonomischen Dinge. Und dann gibt es die wissenschaftsorientierten Investoren, die einen klaren Fokus haben auf das, was in den Firmen passiert. Man könnte auch sagen, gerade Mid- und Small Caps im Biotech-Sektor, das ist ein extrem ineffizienter Markt, ja, weil wir einfach diese Divergenz haben zwischen, ich nenne es jetzt mal platt, Anlegern, die sich auskennen und denen, die sich nicht auskennen. Ja. Und daraus ergeben sich einfach extremste Opportunitäten, die es gilt auch dann auszunutzen. So, hier nochmal die Übersicht oder mal die Übersicht für Sie, wie der Medical Biohealth nach Therapiegebieten sortiert ist. Nach meinen Ausführungen wird Sie das nicht überraschen, dass wir in der Onkologie unseren Schwerpunkt haben. Der Tino taucht schon auf. Ich habe gar keinen Zähler gesehen, habe mich schon immer gewundert, dass ich noch so viel Zeit habe, aber wenn er auftaucht, dann bin ich am Ende wahrscheinlich. Ganz kurz noch, wir haben circa 50% der Unternehmen mit Produkten am Markt, aber nur 20% sind profitabel. Der Rest teilt sich dann auf nach verschiedensten Segmenten. So, wir sind tatsächlich Mid- und Small Caps, also auch Micro Caps sind bei uns dabei, unter 500 Millionen. Also wir wollen ein breites Portfolio in verschiedensten Segmenten anbieten.
Okay, dann bin ich soweit durch. Die Performance-Zahlen können Sie in Ruhe selbst nochmal nachlesen. Wie gesagt, wir sind ein Dinosaurier, 22 Jahre im Markt und unser Ziel war es immer, die Indizes out zu performen. Also hier ist der Fonds, dann kommt der Nasdaq Biotech Index hier, der MSCI World Healthcare hier, in Rot nochmal der MX Pharma Index. Hier sehen Sie Outperformance. Also es ist uns gelungen, ich glaube, wir haben auch gerade 5 Sterne wieder. Tino, ich überziehe eine Minute, ja, weil ich noch ganz kurz das zeigen will, was wir dieses Jahr gemacht haben. Wir sind dieses Jahr mit dem Fonds praktisch gleich auf jetzt wie der Index, obwohl wir unseren Schwerpunkt bei Mid- und Small Caps haben. Ja, der S&P Biotech hier unten zum Beispiel, der gleich marktkapitalisierungsgewichtet ist, nicht marktkapitalisierungsgewichtet ist, hat deutlich schlechter performt. Wie haben wir das gemacht? Wir haben teilweise höhere Cashquoten gehabt, haben auch Big Pharma mal dazu gemischt, als es richtig ruppig wurde und haben dadurch, sagen wir, die Abwärtsbewegungen hier dämpfen können. Ja. Also das ist etwas neben dem Stockpicking, was wir auch machen als aktiver Manager, dass wir schon auch die Marktgegebenheiten aufnehmen. Wir machen kein Markttiming, wir wissen auch nicht, wo es hingeht, aber wir sehen, wenn Titel einfach dramatisch abgestraft werden, dann muss man zugreifen. Ja, und das haben wir gemacht. Okay, dann bin ich soweit durch. Vielleicht höchstens nur, dass Sie das Team wenigstens mal gesehen haben. Also unsere Analysten und Portfolio-Manager sind Molekularbiologen und Mediziner. Und das ist klar, ist Grundvoraussetzung. Sonst kann man letztendlich nicht erfolgreich in diesen Markt investieren. Ja. 30 Jahre gibt es schon 1,2 Milliarden haben wir an Assets under Management. Okay, das sind die Ansprechpartner für Sie hier noch und ja, bedanke mich für die Aufmerksamkeit. War jetzt zum Schluss ein bisschen hektisch, weil ich habe immer gewartet, bis der Zähler eingeblendet wird, aber den habe ich irgendwie nicht gesehen. Bitte um Nachsicht, wenn ich deswegen ein bisschen überzogen habe. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich jetzt auf die Fragerunde. Dankeschön. Jetzt gehen wir direkt zu den Fragen und auch nochmal die Aufforderung an alle Gäste. Wir freuen uns auf weitere Fragen. Eine Frage, die sich bei allen ihrer Vorträge eigentlich durchgezogen hat, die war ganz klar, warum ist es eigentlich so, dass die USA in allen Portfolien so stark übergewichtet ist? Also einige Zuhörer hätten da, die Frage war eigentlich immer so gestellt, warum ist Asien so schwach? So muss ich das eigentlich sagen. Und da möchte ich direkt mit Herrn Lofgrude anfangen. Wir gehen jetzt chronologisch vor. Ihre erste Antwort, warum ist es in Ihrem Segment speziell so, dass Asien so schwach abschneidet gegenüber USA? Ja, also dafür sollte man sich vielleicht erstmal die Grundsatzfrage stellen, wie sieht der Markt aus und wie sieht der Kapitalmarkt aus? Wenn ich mir anschaue, wie sehen so die Umsätze weltweit aus, dann ist so eine Daumenregel 40% USA, 40% Europa, 20% Asien. So, würde man sowas dann im Portfolio replizieren, sollte man dann natürlich auch eine ähnliche Struktur erwarten. Aber es ist nun mal so, dass das investierbare Universum, also die überhaupt gelisteten Titel in den USA nun mal deutlich höher sind. Das hat jetzt, wenn ich mal aus dem Bereich Digital Health gucke, hat das vor allen Dingen zwei Gründe. Zum einen ist es für Unternehmen dort viel, viel einfacher, an Geld zu kommen, Geld aufzunehmen und schnell zu wachsen. So das kam ja auch in den beiden anderen Vorträgen. Durch die Möglichkeit hier in Europa für junge Unternehmen an Geld zu kommen, sind viel beschränkter. Und der zweite Grund, weshalb eben das Investment-Universum in den USA so viel größer ist das regulatorische Umfeld. Gerade im Bereich Digitalisierung sehen wir das sehr extrem. Ich meine, wir beschäftigen uns in Deutschland seit über einer Dekade mit der elektronischen Patientenakte und haben immer noch kein Ende. In den USA liegt vielleicht auch so ein bisschen in der Mentalität begründet, wird gemacht. Die setzen Dinge um, wofür wir erstmal den perfekten Plan im Vorhinein entwickeln wollen. Okay. Herr Dr. Lach, Ihre Antwort auf die Also Frage? wir haben, ich habe es gesagt, wir haben den Anspruch, das global zu machen. In Tat und Wahrheit waren wir beim US-Anteil auch schon auf 60%, 62% unten.
weil wir eben in Japan, aber vermehrt auch in Hongkong, Taiwan interessante Firmen sehen. Es kommt hier natürlich, kommen zwei Dinge dazu. Einerseits ist natürlich eine gewisse Sprachbarriere, das ist klar, aber wir haben ja ein Asia Pacific Emerging Market Team bei uns, also von daher haben wir einen sehr guten Zugang und Austausch. Auf der anderen Seite ist natürlich so, dass wir, ich habe es angesprochen, mit diesen Listing-Kriterien für das Co-Listing in den USA in den letzten Monaten leider ein bisschen Gegenwind hatten. Die scheinen sich jetzt aber langsam zu einigen, was hier als Auditor möglich ist und wie man diese Transparenzanforderungen der Amerikaner erfüllen kann. Insofern denken wir, dass der Anteil Asien wieder steigen wird. Da hat es sehr viele, sehr gute Firmen. Denken Sie an Wuxi, die mit der Lonza gleich auf ist im Bereich CDMO. Da hat es die Legend Biotech, die ich im Vortrag hatte, die beste Lösung hier entwickelt hat. Da hat es aber auch eine Biogen, eine Zylab, andere, die im Prinzip die Idee haben, Innovation aus dem Westen auch lokal nach China zu bringen. Und China ist der zweitgrößte Einzelmarkt inzwischen. Der Großteil ist dort aber natürlich über Generika abgebildet, keine Frage. Aber die chinesische Regierung hat Biotechnologie als Kerngebiet für die nächsten 5 Jahre festgeschrieben, fördert das auch aktiv. Und insofern sehen wir sicher, dass dort in den nächsten Jahren noch viele Anbieter kommen werden. Auf der anderen Seite ist auch den Amerikanern bewusst, dass sie ihre führende Position nicht verlieren wollen. Und dementsprechend ist auch dieser Inflation Reduction Act ein Teil der Antwort darauf, möglichst viel im Land zu behalten. Wir hoffen, dass das im Sinne eines gesunden Wettbewerbs sich auflöst und entsprechend den Investoren dann auch den Zugang gut ermöglicht. Last but not least, Europa, ich stimme vollkommen zu, ist regulatorisch natürlich ein Albtraum, was den Zugang zu Wagniskapital, was die Durchführung von Studien, was im Prinzip auch die Vermarktung betrifft. Aber glücklicherweise tut sich auch da einiges, leider nicht in der Dynamik, die wir ursprünglich erhofft hatten. Gerade das Beispiel Alzheimer, was ich gezeigt hatte, die Firma, die den ersten Antikörper von Biogen eigentlich entwickelte, die Neurimmun aus der Schweiz, ist europäisch. Wir haben die BioArctic aus Schweden, die das jetzt für das Eisai Biogen Produkt darstellt. Also Europa müsste sich eigentlich nicht verstecken. Aber wir haben ein bisschen zu viel Red Tape und auch ein bisschen zu wenig Risikofreude bei den Investoren. Jürgen, hast du da noch was hinzuzufügen zum Thema Asien, was eben noch nicht gesagt wurde? Ansonsten würde ich jetzt mit einer weiteren Frage weitermachen. Nein, es ist eigentlich alles gesagt. Ich meine, wir haben 86% in den USA investiert aus den genannten Gründen. Wir sehen, die Amerikaner verteidigen ihre Position. Joe Biden hat vor ein paar Wochen ja gesagt, sie werden $2 Milliarden zur Verfügung stellen, allein um die Produktionskapazität in den USA hochzufahren. Das ist ja ähnlich wie im Halbleiterbereich. Die Amerikaner schauen, dass sie da sich nichts abhängig machen wollen zukünftig. Und ja, wie gesagt, die geopolitische Situation führt ja auch immer wieder dazu, dass es Spannungen gibt. Deswegen fühlen wir uns in amerikanischen Titeln komplett wohl und ein bisschen Ergänzung in Europa. Aber wie Herr Dr. Lach schon gesagt hat, da ist es halt einfach von der Grundausstattung her deutlich schwieriger als in den USA. Okay, also ich als Laie bin jetzt verwundert, deshalb, weil gerade die Impfstoffe doch auch in Europa entwickelt wurden und sehr schnell entwickelt wurden. Was wurde dann an der Stelle anders gemacht oder wie hat man da politisch anders gehandelt, wie es normalerweise üblich ist, und könnte das eine Blaupause für die Zukunft sein? Diesmal beginnen wir bei dir, Jürgen, und gehen dann zurück zu Herrn Dr. Lach.
Ja, das ist auch ein bisschen außergewöhnlich, dass es uns gelungen ist der Corona-Pandemie geschuldet, dass wir da doch zugelassen haben, dass die Dinge etwas schneller passieren. Aber Moderna hat in den USA ja, das im Prinzip auch gemacht. Also von daher habe ich jetzt würde ich sagen, ist schön, dass es so ist, aber würde ich nicht unbedingt fortschreiben wollen, dass wir in Europa jetzt dadurch deutlich schneller, werden, und Dinge besser oder schneller machen können als die Vereinigten Staaten. Das würde ich nicht sehen. Ich würde es eher als Ausnahme sehen. Okay. Herr Lufrode? Ja, Ergänzung vielleicht, dass das beim Covid-Impfstoff so gut geklappt hat, liegt auch daran, dass eben extrem viel Fördergelder in den Bereich gesteckt wurden. Also das ging von Staatsbeteiligung in CureVac beispielsweise. Gut, das war jetzt beim Impfstoff nicht die bisherige Erfolgsgeschichte, aber bis hin zu anderen Förderprogrammen. Und das zeigt eben einmal mehr, wie wichtig es ist, halt ja, früh in diesen Entwicklungsprozessen dann zu investieren. Und das ist insofern zumindest in dem Umfang schon ein Novum gewesen. Aber ich bin da vollkommen bei Herrn Harter. Ich denke nicht, dass das was ist, was wir für die nächsten Jahre in größerem Umfang erwarten sollten. Herr Dr. Lach? Tja, leider kann ich da nicht in das positive Loblied einstimmen. Also der Grund, dass BioNTech so erfolgreich war, lag vor allem daran, dass sie Pfizer überzeugen konnten. Im März bis Mai 20 dort mitzutun. Das hat entsprechend die Mittel, Ressourcen freigesetzt, sowohl auf der personellen wie dann auch Kapitalseite. Bei AstraZeneca muss man sagen, da hat man gesehen, was passiert, was typisch europäisch passiert. Zuerst haben die Länder zu wenig bestellt, dann haben sie nachbestellt, dann konnte Astra aufgrund von gewissen Produktionsqualitätsstandards nicht schnell genug liefern, dann wurden wieder Rufe laut, man müsste jetzt verklagen. Von A bis Z ein Eiertanz, der niemandem geholfen hat. Bavarian Nordic hat uns gesagt, dass sie für ihr Covid-Programm, was übrigens sehr gut war von den klinischen Daten, eigentlich darauf warten, dass die Europäische Union entsprechend den amerikanischen BARDA-Institutionen ebenso Gelder sprechen würde. Ich glaube, da ist bis heute nichts geflossen. Und dementsprechend waren der Bavarian Nordic auch etwas die Hände gebunden und konnten hier nicht entsprechend Gas geben. Das ist alles ein bisschen schade, weil von der Grundlagenwissenschaft ist es hier in Europa wirklich top und sehr hochstehend, aber es ist eine Kulturfrage, will man wirklich tatsächlich sich committen und vorwärts machen? Und die Amerikaner exerzieren das eigentlich sehr stark vor, eigentlich in großer Regelmäßigkeit. Da haben wir in Europa ein Potenzial. Okay. Wenn man jetzt die Investoren der führenden Unternehmen aus den USA in dem Bereich, kommen die auch aus den USA oder ist es so, dass die Investitionen dass die Investitionen ein anderes Bild abspielen, also dass viel europäisches Geld sozusagen in den europäischen Ländern drin ist, oder wie würden Sie das beurteilen? Diesmal beginnen wir mit Herrn Lufrode wieder. Ja, also würde ich zweigeteilt beantworten. Zum einen ist es so, dass es gibt ja wissenschaftlich bewiesenen Home Bias, also dass man vorzugsweise in den eigenen Regionen, im eigenen Land anlegt. Da tragen mit Sicherheit auch Dinge wie Sprachbarrieren, die Dr. Lach ja ansprach, dazu bei. Und das sehen wir natürlich auch, was die US-Anleger betrifft. Von daher ist es schon so, dass jetzt im Vergleich die europäischen Titel eher von europäischen Investoren gehalten werden. Trotzdem ist es aber so, dass ja, der Großteil des Geldes am Aktienmarkt kommt nun mal aus den USA und in absoluten Verhältnissen sieht man das dann vollkommen egal, ob Sie US-Titel oder europäische Titel angucken. Also die unter den Top 10 Aktionären findet man entsprechend die üblichen Verdächtigen, die ja, ganz großen
Kapitalsammelstellen dieser Welt, die haben aber auch ja eine andere Mentalität, was Risikofreude angeht, was die Anleger angeht. In Deutschland, wenn der Privatanleger anfängt, groß in Aktien einzusteigen, dann ist das leider nun mal oft ein Warnsignal, dass die Rallye eigentlich schon gelaufen ist. Sieht es, Jürgen, wie siehst du das? Ja, das ist genau so. Also die Amerikaner dominieren den Markt und ich meine, wir müssen das nochmal ein bisschen aufteilen, gerade Mid- und Small Caps. Speziell bei Small Caps ist es so, da kümmert sich eigentlich fast keiner drum. Ja, ich meine, die Broker versuchen schon auch in Europa den einen oder anderen Investor zu finden dann, aber da ist das Interesse jetzt nicht besonders ausgeprägt. Da muss man schon selber dann bohren, dass man da hinkommt. Und also wir sind da, haben viel aufzuholen, sagen wir es mal so. Ja. Herr Dr. Lach, ergänzend was oder sagen Sie? Das stimmt alles. Nur ein Punkt. Ich glaube, es spiegelt sich sehr stark eben auch in diesen Pensionskassengeldern oder Management der Pensionskassen wieder. In den USA haben sie ja einen kleinen Anteil, der in private Firmen zur Anschubfinanzierung genutzt wird, auch aus den Universitäten heraus, logischerweise. In Europa müssen sie froh sein, wenn das Thema Gesundheit überhaupt mal nur in den Mund genommen wird. Da gibt es ein paar Ausnahmen, aber da haben wir diese, sagen wir mal, Passivierung und Large Cap, Mega Cap Fokussierung. Die hat da ist da ein bisschen ausgeufert, was schade ist, weil wir haben es ja gesehen, da gibt es Opportunitäten und gerade im Versicherungs-Pensionskassenbereich, da kommen ja auf diese Kassen vermehrt Ausgaben hinzu durch die steigende Lebenserwartung. Das wäre also nur folgerichtig, wenn dort auch mehr investiert würde. Okay. Dann machen wir mal einen Haken an die regionale Verteilung, was sich bei den Fragen, also wo es auch viele Fragen so gab, so, und das war eben ja das Thema Bewertung. Also ich habe eine Frage, die ich mehr oder weniger direkt vorlesen möchte. Attraktive Bewertung, was heißt das? Dass die Werte zuvor viel zu teuer waren oder sind sie jetzt spottbillig? Jürgen. Ja, muss man auch wieder differenziert betrachten. Ja, es gibt Unternehmen, die sind wirklich spottbillig, ja, also in Relation zum Umsatzpotenzial und letztendlich ja auch Gewinnpotenzial dann. Und dann gibt es genau, das hast du ja auf der Folie sehr ausführlich aufgezeigt. Aber gab es eben auch diese Übertreibungen? Die gab es natürlich. Also gerade zu Corona-Zeiten war es ja so, dass man gemerkt hat, ja, in Europa, dass viele plötzlich aufgewacht sind, ja, und gesagt haben, ich habe ja im Biotech gar nichts, ja. Und dann hat man vielleicht auch ein bisschen überstürzt Positionen aufgebaut. Und es ist ja normal, man hat halt Volatilitäten in dem Markt, ja. Und wer da lang dabei ist, der hat schon seine Erfahrungen gesammelt und ist auch ein bisschen resilienter gegen diese Schwankungen geworden. Aber die halt zum ersten Mal dann reingegangen sind, haben dann Rücksätze erlebt und merken dann, ist vielleicht dann doch nicht das Richtige für mich gewesen. Also von daher hat es natürlich dann dazu geführt, dass man Übertreibungen gesehen hat, die aber jetzt deutlichst natürlich sich abgebaut haben und praktisch in eine Unterbewertung gegangen ist. Also wir sind, wenn man so will, in den letzten 18 Monaten von einer teilweisen Überbewertung in eine deutliche Unterbewertung nach unten gegangen. Okay, dann mache ich jetzt leicht abgewandelt weiter. Die Frage beim Herrn Lofrote, wo sieht man denn Übertreibungen noch? In welchen Bereichen? Ja, also wir haben Übertreibungen gesehen, haben wir halt vor allen Dingen im Zuge der Covid-19-Pandemie 2020. Alles, was irgendwie mit Remote, digital zu tun hat, das betrifft ja nicht nur den Gesundheitssektor. Das haben wir auch in solchen Titeln wie
Lebensmittellieferern, Zoom und Co. überall gesehen, wo aber ja auch die Umsatzerwartungen deutlich zurückgekommen sind. Also ich denke schon, dass man in der Breite tatsächlich jetzt, es ist viel, viel schwerer, total überbewertete Titel zu finden als unterbewertete Titel. Das hat sich auch darin geäußert, dass wir in den letzten Monaten im Grunde so eine Verschiebung gesehen haben von den Anlegervorlieben. Also noch vor 2 Jahren war das Credo immer Wachstum, Wachstum, Wachstum. Da war die Profitabilität nachrangig und jetzt haben wir eben über die letzten 5, 6 Quartale hier eine deutliche Änderung gesehen, dass die Profitabilität deutlich stärker in den Fokus gerückt ist und teilweise sogar höher bewertet wird als eben das Wachstum. So, aber durch diese Entwicklung, die haben wir in meinen Augen eigentlich jetzt durch und deswegen in breiter Front von Übertreibung zu sprechen, ist, glaube ich, nicht mehr richtig. Wo wir Übertreibung vielleicht nochmal sehen, ist bei einzelnen Titeln, die eben dann oft extrem stark auf Studiendaten reagieren, wo dann manchmal die Frage ist, kommen da nicht vielleicht noch Nachahmer in den Markt oder wie groß ist da wirklich das Umsatzpotenzial? Wir haben heute viel über Alzheimer gesprochen, bei Biogen mit dem ersten Wurf mit Aduhelm im Grunde gesehen, wo die Reaktion dann im Grunde einmal hoch, einmal zurück ist, als der Markt dann realisiert hat, kann man dieses Produkt mit diesen klinischen Daten, kann man das überhaupt vermarkten und dann auch noch zu dem Preis. Also Überbewertungen sind für mich aktuell Einzeltitelthemen, definitiv nicht auf breiter Front. Perfekt, Hendrik, du hast nicht nur deine Frage beantwortet, sondern auch die nächste Frage, die ich stellen wollte mit Alzheimer. Jetzt mache ich weiter mit dem Dr. Lach. Das wäre eigentlich so die Frage an Sie gewesen, so gerade weil das Thema Alzheimer von Ihnen vorgestellt wurde. Also solche Neuerungen sind wahrscheinlich immer gefährlich, oder? Solche Neuigkeiten. Wie bewertet man die dann richtig rein? Das ist natürlich unsere Aufgabe, das richtig einzuschätzen. In der Regel kommt es immer sehr stark darauf an, wie stark die Erwartungen vorher schon waren. Und ob die präsentierten Daten dann tatsächlich dem Anspruch gerecht werden. Im aktuellen Fall bin ich der Meinung, die Erwartungen waren sehr skeptisch und die Erwartungen wurden eigentlich erfüllt, teilweise bezüglich Sicherheit sogar besser erfüllt. Wir werden sehen, was die weiteren Detailauswertungen dann bringen. Der Punkt, der jetzt angesprochen wurde, ist ganz klar, zu welchem Preis wird Eisai versuchen, das Ganze zu vermarkten. Da hat Biogen ja mit über 50.000 sicher den Kardinalfehler begangen. Und dementsprechend wird dann die Kostenerstattung das zentrale Kriterium sein. Und das ist natürlich mit gewisser Unsicherheit belastet. Aber Eisai hat schon angekündigt, dass sie mit deutlichem reduzierten Preis in den Markt starten werden. Ich denke, wir würden nicht riskieren wollen, dass man hier nochmals diese Klasse, sagen wir mal, kommerziell fallen lässt. Und es ist klar, es sind sehr viele Patienten, das kann sehr groß werden. Und wir müssen auch nochmals dann schauen, ob es in der Nachbetrachtung vielleicht gewisse Subgruppen gibt, für die es besonders eignet, beziehungsweise andere, die eher ausgeschlossen werden. Ich persönlich bin überzeugt, dass das Potenzial für dieses Medikament sehr groß ist. Ich glaube, das kann schon ein 5 Milliarden Dollar plus Blockbuster werden, aber unter Vorbehalt von den nächsten Auswertungen, die wir sehen werden. Und dementsprechend denke ich, ja, das hat sicher jetzt vieles im Preis, aber da ist noch Luft nach oben. Okay. Dann kommen wir schon zur letzten Runde. Auch von einigen Gästen immer in die gleiche Richtung wie
Also es fehlt so ein bisschen, es ist ein komplexes Thema und den Zuhörern fehlt oft die Kompetenz, wirklich die Produkte zu unterscheiden, also die Fonds zu unterscheiden. Wenn ich jetzt jeden nochmal einen Elevator Pitch geben würde, oder das möchte ich auch tun von 30 Sekunden, warum Ihr Fonds, wie hebt er sich ab von den anderen Fonds, also was macht Ihr Produkt besonders, lieber Herr Lofrote? Also APO Digital Health spielt ganz gezielt die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Kostendruck ist ein enorm pressierendes Thema. Technik bietet hier ganz interessante Ansatzpunkte, um das zu adressieren. Wir investieren fundamental bottom-up, ungefähr 50 Titel, global, aber Schwerpunkt USA. Und für uns ist wichtig, dass im APO Digital Health auch das drin ist, was draufsteht, nämlich Digitalisierung. Das heißt, Titel aus dem Pharma-Biotech-Bereich werden Sie bei uns nicht finden. Perfekt. Danke auch an die Regie. Die 30 Sekunden wurden als Timer eingeführt. So, Dr. Lach, 30 Sekunden an Sie. Warum soll ich mein Geld in Ihren Fonds investieren? Erstens, wir sehen uns als Stockpicker. Wir versuchen einen fokussierten Ansatz zu fahren, 40 bis 60 Titel. Wir machen das aus diesem Grund nicht mit den ganz kleinen, sondern mit den Midcaps, die wir als Sweet Spot erachten, und wir versehen das Ganze aus globaler Perspektive und sehen uns vor allem als Risikomanager, dass eben diese binären Risiken möglichst gut gemanagt werden. Perfekt. Lieber Jürgen, deine 30 Sekunden Pitch für deinen Fonds. Ja, der Medical Biohealth ist 22 Jahre jetzt im Markt, also langer Track Record. Dem haben wir zeigen können, dass wir mit unserem Ansatz sind, mit uns Small Caps Therapieentwickler zu gehen, richtig liegen. Die Outperformance zeigt das. Und wir decken eben die Breite ab. Also wir haben auch mal Microcaps mit dabei, die hohes Upside-Potenzial haben. Und wir werden das unverändert fortführen. Also das ist ein bewährter Investmentprozess. Da brauchen wir nichts ändern. Wir können da, glaube ich, Mehrwert liefern. Perfekt. Vielen, vielen Dank an alle Teilnehmer und natürlich an die Referenten. An die Teilnehmer, es wird jetzt sein wie immer, Sie bekommen im Nachgang von den Unternehmen direkt die Präsentation. Wenn wir die Einzelvorträge und die Präsentation, wenn wir von den teilnehmenden Unternehmen von allen drei das Okay bekommen, dass wir die Fragerunde verwenden dürfen, bekommen Sie ebenfalls die Fragerunde per E-Mail. Ebenso verbreiten wir die Aufzeichnung dann noch in unserem Newsletter, wie gewohnt. Und ja, ich sage nochmal, danke, dass Sie sich wieder die Zeit genommen haben. Bei uns geht es in einer Woche weiter mit unserem Investment des Monats aus dem Hause Paladin. Würde mich freuen, wenn wir Sie was sehen, und an alle teilnehmenden Unternehmen, die heute dabei waren, natürlich freuen wir uns auch, dass Sie nächstes Jahr, wenn Sie wieder nächstes Jahr bei uns präsentieren, auf den Tischgesprächen, also auf unserer Präsenzveranstaltungsreihe. Vielen, vielen Dank. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön.